In diesem Video zeige ich dir, wie du garantiert in 5 Minuten jedes Floor-Tom ultra fett und super tief stimmen kannst, kein Aufschwingen und keine Störgeräusche mehr und jedes Mikrofon und jeder Tontechniker wird dich dafür lieben. Los geht's! Hi YouTube! Jochen hier von Schlagzeugvideocoach.de. Wie im letzten Video zum Thema Drumsound besprochen, kommt hier gleich das nächste Tuning-Video. Heute geht es also mal um das Floor-Tom. Wenn wir von Floor-Toms reden, meinen wir also im Normalfall 14 Zoll oder wie bei mir hier 16 Zoll oder 18 Zoll große vom Durchmesser her Standtoms. Was ich hier in diesem Video erzähle, funktioniert genauso mit größeren Hängetoms. Solche großen Trommeln können ganz unterschiedlich eingesetzt werden in puncto Sound und Herangehensweise. Also sind sie eher tonal eingepasst in das Gesamtgefüge hier der Toms, also zum Beispiel höher gestimmt mit dem tonalen Abstand, wie zum Beispiel bei einem Jazz-Schlagzeug mit längerem Sustain, also Ausklang. Oder ist das eher wie momentan sehr angesagt und bei mir häufig nachgefragt, die Herangehensweise, dass das Floor-Tom viel tiefer gestimmt ist als der Rest und sozusagen völlig raussticht. Das sind also so richtig ultra fette und tiefe Floor-Tom-Sounds, die mal so richtig auf die ganz schön Alarm machen. Also wie kriege ich das hin, dass auch mein Floor-Tom hier so brutal klingt wie bei Benny Greb und anderen Top-Drummern? Oder wie kriege ich das hin, dass mein Floor-Tom trotz diesem tiefen Tuning sich nicht aufschwingt und durch die entstehende Bassschleife über das Mikrofon den Tontechniker nicht um den Verstand und die erste Reihe im Publikum nicht zum Explodieren bringt? Es geht also nicht darum, dass das hier der einzige und wahre und richtige Floor-Tom-Sound für alle Anwendungen ist, aber wenn ich alle meine Fragen zum Drum-Sound, siehe letztes Video hier in der Infobox, für mich beantwortet habe und genau diesen Sound will, dann kommt hier jetzt und gleich die Lösung, die garantiert funktioniert und viel einfacher ist, als du denkst. Als erstes zeige ich dir mal die Ausgangssituation, also wie das Tom jetzt klingt. Ich habe das hier jetzt eher tonal eingepasst, etwas höher gestimmt, mehr Rebound, längerer Ausklang, längeres Sustain. Das Tom ist komplett ungedämpft, also ähnlich wie ich das in dem Take 5 Video gestimmt habe. Man muss natürlich nicht auf Töne stimmen, aber für alle, die es interessiert, ich habe das mit dem Tunebot hier auf 3F, 3C, 2C gestimmt und Top und Bottom, also Schlag- und Resonanzfell, sind gleich gestimmt. Ich habe jetzt hier nach wie vor mein Coated Ambassador Fell, also einlagig, weiß aufgeraut mit der Beschichtung hier drauf. Natürlich würde das alles nochmal viel fetter klingen, wenn ich doppellagige Felle spielen würde oder sogar was mit eingebauter Dämpfung und so weiter und so fort. Ich habe aber hier ganz bewusst mal dieses Fell draufgelassen, damit du siehst, es funktioniert grundsätzlich mit jedem Fell. In jedem Tuning-Tutorial wird man dir jetzt sagen, dass du sowas natürlich nur mit neuen Fällen ausprobieren solltest. Und ja, neue Fälle sind immer besser und ich empfehle dir das auch dringend. Aber mal ganz ehrlich, bestellst du dir jetzt gleich ein neues Fell und machst sowieso immer das, was ich sage? Wenn ja, super, du bist auf dem Weg zur endgültigen Erleuchtung und hast meinen Kanal sowieso schon abonniert. Wenn nein, allerhöchste Zeit, den Kanal jetzt zu abonnieren, um kein neues Video mehr zum Thema Stimmen und Drumsound zu verpassen. Also, ich lasse das alte, schon etwas abgespielte Fell hier bewusst drauf, damit du siehst, es geht auch so, wie ist der Effekt unter realistischen Bedingungen. Und man will natürlich auch nicht immer neue Fälle sich anschaffen. Am wichtigsten ist, dass du es einfach selbst ausprobierst, im besten Fall mit einem neuen Fell oder erstmal mit dem, was du zur Verfügung hast. Im nächsten Schritt schrauben wir einfach mal das
Schlagfell, das obere Fell hier ab. Ich benutze am liebsten gerne hier so einen Stimmschlüssel mit dieser Verlängerung hier oben drauf und kann so das ziemlich schnell hier auch ohne Akkuschrauber machen. Okay, Fell ist ab. Ich nehme das jetzt hier nach oben und ein guter Trick ist hier, wenn du das auf dem Boden ablegst, ich mache das jetzt hier nicht, weil ich keinen Platz habe, aber dann mach das hier so mit einer Drehung, dann legen sich unten die Stimmschrauben, also dann legt sich der Spannreifen so auf die Stimmschraube und die drückt es nicht nach oben raus. Ich lehne das hier jetzt mal an. In dem Zuge immer mal umdrehen und den Dreck hier bei der Gelegenheit rausklopfen. Im nächsten Schritt nehmen wir uns ein Stück handelsübliche Watte. Das kann Autopoliturwatte sein oder Kosmetikwatte aus dem Drogeriemarkt, die es also überall eigentlich gibt. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten mit diesem uralten Studiotrick, der auch an vielen Stellen schon gezeigt worden ist. Man kann Kügelchen formen und hier reinwerfen. Oder wie ich also liebe, ich drösel das hier so auseinander und mache mir also eine ganz möglichst hauchdünne Fläche aus dieser Watte. Da muss man ein bisschen experimentieren, wie es einem am besten gefällt. Es soll ja auch nicht zu tot sein, aber das kann man natürlich hier ganz gut verschieden machen. Ich zeige es nochmal hier oben. Also eine ganz hauchdünne Schicht und die lege ich jetzt hier in das Floortom rein. Was das Ganze jetzt macht, ist etwas vergleichbar mit einem Gate bei einem Mikrofon, das also ab einer bestimmten Mindestlautstärke dicht macht. Also erst ab einem bestimmten Level macht das Mikrofon auf und nimmt das Signal auf. Und ähnlich ist es hier. In dem Moment, wo der Schlag von oben auf das Schlagfeld kommt, geht also die Luft nach unten, versetzt beide Fälle in Schwingung und durch das Schwingen des unteren Fells geht also hier diese Watte nach oben, macht kurzzeitig auf, sodass das Fell frei schwingen kann und legt sich dann ganz sanft wieder drauf und dämpft das Ganze ab. Und das verhindert auf jeden Fall schon mal dieses Aufschwingen, was jeder bestimmt kennt vom Floortom. Weil ich ja Floortom from Hell versprochen habe, nehmen wir hier mal noch ein bisschen mehr und gehen auf Nummer sicher. Ich verteile das hier mal und wir können das Schlagfell schon wieder aufziehen. Beim Aufziehen ist mir noch was aufgefallen, was ich unbedingt sagen möchte. Und zwar, du siehst hier, ich drehe das jetzt an und kurz bevor es überhaupt erstmal den Spannreifen hier berührt, stoppt das. Wenn das bei dir der Fall ist und es wird immer davon gesprochen, hier handfest die Schrauben anzuziehen, das ist ein sogenanntes Tune-Safe-Gewinde. Also sprich, das ist extra so hier in dem letzten Bereich unten, damit sich das weniger selbst lösen und verstimmen kann. In dem Fall muss man also hier genau schauen, dass man das so dreht, bis es eben hier berührt. Ich habe also jetzt hier alle Schrauben wieder reingedreht. Erstmal nur fingertight, also so fest, wie ich es hier mit den Fingern drehen kann. Es schlägt noch überall Falten. Ich brauche es jetzt nicht mehr so dehnen, als wenn ich ein neues Fell aufziehen würde, weil es einfach schon mal drauf war. Es ist schon auf diesen Rand hier, auf die Gratung hier angepasst. Das gleiche machen wir jetzt mit dem Resonanzfell und ich drehe die Trommel hier mal um. Am besten so auf dem Drumhocker und du hast eine gute Höhe und kannst hier gut arbeiten. Das Ganze funktioniert auch übrigens ohne diesen Wattetrick, aber du hast dann einfach noch mehr Geräusche drumherum und wir wollen ja hier mal wirklich diesen trockenen, kurzen, fetten, tiefen Floortom-Sound. Deswegen die Watte, aber du kannst es natürlich auch mal ohne probieren. Ich mache jetzt hier das Gleiche. Ich mache mal diese Stimmschrauben alle locker. Also wir haben hier wieder eindeutig die Falten. Wir drehen jetzt die Schrauben wieder so, dass die anliegen, aber sich noch nicht spannen.
Also ich hoffe, man kann es gut sehen. Das Fell ist möglichst gleichmäßig aufgezogen, einfach nur fingerfest. Das Ganze würde jetzt übrigens in etwa so klingen. Also das Fell flattert. Jetzt gehe ich her und ziehe rundherum, nicht über Kreuz, alles weg, viel einfacher, rundherum, kleine Schritte, das muss man etwas im Gefühl haben. Ich gehe hier mal so 1 bis 2 Zentimeter weiter und versuche zu fühlen, dass die Schrauben in etwa den gleichen Widerstand haben. Ich merke mir diesen Punkt, den ich mir also festgelegt habe, der ist nicht fest, aber deswegen benutze ich gerne diesen Stimmschlüssel. Es ginge auch anders, aber das macht es ein bisschen leichter und höre dann, merke mir diesen Widerstand und höre dann eben auf, weiterzudrehen. Ich könnte natürlich noch weiter drehen von der Kraft her, aber ich definiere mir diesen Punkt ziemlich locker schon, weil ich will ja dieses tiefe Tuning haben. Und durch das Rundrumgehen und die kleinen Schritte sollte also die Stimmung an jeder Stimmschraube auch ziemlich identisch sein. Und ich spare mir also sämtliches Überkreuz und Abhören erstmal. Und ja, ich habe hier immer noch Falten, wenn ich drauf drücke. Das gleiche mache ich jetzt unten, dann hören wir es uns an. Nachdem jetzt beide Felle also nur leicht hier rundrum angezogen sind, können wir uns das mal anhören hier. Ich dämpfe immer die gegenüberliegende Seite ab. Das ist also wirklich ultra tief. Resonanzseite habe ich wahrscheinlich minimal höher gedreht, aber so belassen wir es erstmal. Es klingt auch nicht nach vielen Störgeräuschen, also es scheint relativ gleichmäßig aufgezogen zu sein. Du kannst natürlich jetzt hergehen, je nachdem, und hier mal mit so einem Mallet, also mit einem mit so einem weichen Kopf hier, mit so einem Filzkopf, natürlich die einzelnen Schrauben abhören, das komplette Prozedere. Ich will es hier einfach halten und mache das auch ganz bewusst nicht. Wir hören uns das jetzt mit der gleichen Einstellung, gleiches Mikro. Ich verändere überhaupt nichts hier mal an. Dann drehen wir mal ein paar Mikros raus, also das direkte, wie klingt es im Raum, und vergleichen es mal mit der ursprünglichen Stimmung. Das ist jetzt extrem trocken und tief. Ich gehe jetzt einfach mal noch etwas höher, um dir zu zeigen, wie du es anpassen kannst. Dazu gehe ich jetzt wieder außenrum, oben und unten, also Schlag- und Resonanzfell. Wieder gehe ich nach Gefühl hier, versuche das ziemlich gleich zu machen, ohne Abhören alles.
Ich persönlich liebe diesen ultra fetten Sound für bestimmte Anwendungen. Es ist ein anderes Spielgefühl, es bringt dir andere Ideen und inspiriert dich auf andere Art und Weise. Es bringt ganz viel Energie und Power, aber du musst auch etwas Abstriche, finde ich, machen, was dynamisches Spiel betrifft. Also die Dynamik leidet hier etwas darunter, weil natürlich der Ton hier erst wesentlich später entsteht, beziehungsweise einfach wesentlich mehr Energie ins Fell reingegeben werden muss, damit dieser Sound rauskommt. Im letzten Punkt will ich dir noch ein paar Optionen vorstellen, was du noch verändern kannst. Denk bitte dran, das ist jetzt hier ein Extrembeispiel. Das ist schon jetzt sehr, sehr, sehr tief und wird wahrscheinlich ohne Mikrofone in den meisten Räumen nicht sehr berauschend klingen. Aber es funktioniert, wenn man ein Mikrofon dran hat, so einen richtig tiefen Rocksound haben will. Wie schon anfangs angesprochen, andere Fellkombinationen, also nicht nur oben wird das natürlich nochmal wesentlich mehr Power und Attack und auch Low-End bringen, wenn du ein doppellagiges Fell spielst. Mehr Attack natürlich mit klaren Fällen, also nicht die Coated-Version. Aber ein Geheimtipp auch für tiefe Floor-Toms vor allem ist auch mal auf der Resonanzfellseite unten als Bottom-Head ein doppellagiges Fell zu verwenden. Das ist nochmal eine Zwischenlösung, wenn man eben nicht diese Watte verwenden will. Auch Coated-Fälle eignen sich auf der Resonanzfellseite, auf allen Toms, besonders auch bei den Floor-Toms, weil sie das Ganze schon etwas vordämpfen und dieser plastikartige Sound, dieser, man sagt auch Basketball-Effekt, weil es so ein bisschen klingt, wie wenn man einen Basketball auf den Hallenboden schmeißt. Also dieses Geräusch nimmt das schon etwas raus. Wie gesagt, Coated-Fälle auf den Resonanzfellseiten mal ausprobieren und insbesondere bei den Floor-Toms doppellagige Clear oder nochmal mehr vorgedämpft Coated-Fälle. Noch ein cooler Tipp ist, mal wirklich ganz ohne Resonanzfell zu spielen. Das habe ich auch tatsächlich bei Aufnahmesessions und auch live schon gemacht. Ist dann so ein super trockener 70er, 80er Jahre Tom-Sound. Man nennt das ja auch Concert-Toms, also sprich, es gibt ja auch Toms, wo überhaupt nicht vorgesehen ist, dass ein Resonanzfell dran montiert wird, wie es zum Beispiel auch Phil Collins gespielt hat mit seinem Cratch Drumset bei In the Air Tonight, zum Beispiel in diesem ganz berühmten Fill-In, spielt er also auch keine Resonanzfälle. Dabei musst du nur darauf achten, wenn du eben normale Trommeln hast mit den Böckchen für die Spannschrauben unten, dass diese dann, wenn im rausgedrehten Zustand ohne Resonanzfell dann keine Störgeräusche machen, also vielleicht mit etwas Scuffer festkleben, je nachdem, was du für eine Trommel hast. Ein paar Optionen noch für das Schlagfell. Du kannst hier natürlich auch ganz krasse Sachen ausprobieren. Sieht man auch manchmal in Videos hier bei YouTube, dass Schlagzeuger also hier zum Beispiel ein Evans E-Mat-Fell, also schon mit diesem Dämpfungsring, der hier außen angebracht ist, spielen. Das sind natürlich noch Optionen, um das Ganze noch Bassdrum-artiger hier zu machen. Ich wollte das ja ganz bewusst mal mit diesem Fell machen, aber vielleicht magst du es ausprobieren. Zweite Sache, wenn du oben noch für dich gefühlt zu viele Störgeräusche oder wabernde Geräusche hier, sage ich mal, aus dem Fell hast, dann könntest du noch mit hier so kleinen diesen Silikonblättchen, Moon Gel oder Slapklets hier, was auch immer du zur Hand hast, arbeiten. Jetzt für dich zum Vergleich nochmal die Version ohne Watte. Ich habe jetzt die Watte rausgenommen und das Fell, wie gezeigt, wieder leicht angedreht. Gefällt mir persönlich fast besser, kommt auf den Einsatzzweck an, was für ein Sound gebraucht wird.
Da ist schon wesentlich mehr Leben drin, mehr Frequenzen. Mir persönlich gefällt das besser. Ich hoffe, die Tipps helfen dir und du hast Lust bekommen, es einfach mal auszuprobieren. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir ein Like da und schreib mal in die Kommentare, funktioniert der Trick oder deine Frage. Ansonsten vielen Dank, bis zum nächsten Video.